Okay, da sind wir wieder. Keine Ahnung, was da los war. Auf einmal war der Stream weg. Okay, da sind wir wieder. So, jetzt wird es wichtig, weil jetzt darf man sich nicht spoilern. Die Karten hier returnt man wieder. Was sind denn die Response Cards? Das sind die Response Cards. Moin Stefan. Oh, scheint auch ein etwas ausgedehnterer Fall zu sein. Jetzt fängst du an, jetzt muss ich doch pennen. Tja, I'm sorry. Richtig, wie gesagt, gestern Nacht um 3 Uhr oder halb 4 oder so der verwunschene Wald gespielt. Da ist es jetzt ja noch früh. Ja, kann man machen. Die digitale Version oder? Ich hoffe, dass mein Hirn jetzt hier auf Hochtouren läuft. The Last Embrace.
bei BTurk. Aha, warum bist du jetzt verbunden? Damit. Diese Zeiten sind mir auch sehr sympathisch, ja. Streamers als App, das muss ich mir auch mal angucken. (6.10.2019) habe ich mal ein Video dazu gemacht. Interesting. Ne? Alter, ich liebe es, wenn Technik funktioniert. Es geht doch sonst immer ohne Probleme. The last embrace. All right, pay attention, you dicks. We got a live one here. And by live, I mean dead. Early this glorious morning, Geraldine Thomas was discovered deceased in her South LA residence. Her face had taken a beating, but the coroner ruled the cause of death as strangulation. Her neck displayed a bruising pattern that suggested the murder weapon was a small chain or necklace of some kind, although not the little hard necklace she had gripped in her hand. Time of death was between 11 p.m. and 1 a.m. The print boys, after dusting the place dry, found nothing out of the ordinary. No sign of forced entry, no sign of real struggle, and no evidence. Her husband, Reggie Thomas, made the discovery. He claimed that he'd been out all night drinking, returning home around 7 a.m. to find the front door partially open with Geraldine's body lying just inside. The responding Night Watch Blue, Officer Kowalski, pegged his demeanor as somewhere between "I don't give a damn" and "I really don't give a damn." After some brief questioning, Mr. Thomas was allowed to head to his place of gainful employment, the Goodyear Rubber Company. It seems the daily... Wo weiß ich denn jetzt hier, wer ist? Geht ja schon mal gut los. And waits for no man, even a recently widowed one. Geraldine Thomas, or Miss Jerry as her students fondly referred to her, taught history at Loyola High. She was by all accounts beloved of all, including the staff. One of Loyola's janitors, Billy Clay, actually showed up at the crime scene as the corpse docs were wheeling the Thomas stiff out. Kowalski said he was bawling like a kicked pup.
but it was hard to get much out of him due to the fact that he appeared to be a few smokes short of a full pack, if you catch my drift. The kid's apparently taken the week off, probably crying enough tears to fill the LA basin. He can be found off Weston in Anaheim. He lives there with his mother, Elizabeth Clay, who also happens to be Loyola's principal. Loyola High bears some further investigation. Principal Clay might be able to shed some light on the life and times of Miss Jerry, and put the tax to that bum of a husband. Scare some milk of human kindness out of the shriveled prunes he calls balls. Oh, and one more thing. Upper Brass took a call from Councilman Clarence Ackerman this afternoon. He'd heard through the grapevine about Geraldine's untimely demise and wanted to make sure that LA's finest were doing all they could to bring her killer to swift justice. I don't know about you, but I don't remember the last time a politician gave two shakes about a dead teacher. Something smells, and it ain't the crowd I had for breakfast. Another fun bit of trivia. His wife, Felicity Ackerman, made a substantial donation to Loyola High in the past month. You'll find her at their slick Beverly Hills mansion near the Botanical Gardens. Look lively, boys. Go find me a killer. So. Ist auch schön, ne? Alright, pay attention, you dicks. Ah, hier, Flip Case Card A. Zack. Das Victim. Und Flip Case Card B. Okay. Jetzt wird was draus. Das ist nicht Mrs. Ackerman. Das ist er. Das ist er. Das ist sie. Und das ist sie. Ja, bei Stream habe ich mich noch nicht herangetraut, aber auch primär deswegen, weil es nicht für Mac ist. Was natürlich sehr bedauerlich ist. Euch drei hatte ich, die hatte ich, die anderen nicht. So, jetzt da das Rätsel um die Personen gelöst ist und ich den Text auch zuhören kann. Ist für Mac, sicher? Als ich damals geguckt habe, glaube ich nicht. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht richtig geguckt. Jetzt nochmal The richtig. last embrace.
Alright, pay attention, you dicks. We got a live one here. And by live, I mean dead. Early this glorious morning, Geraldine Thomas was discovered deceased in her South LA residence. Her face had taken a beating, but the coroner ruled the cause of death as strangulation. Her neck displayed a bruising pattern that suggested the murder weapon was a small chain or necklace of some kind, although not the little hard necklace she had gripped in her hand. Time of death was between 11 p.m. and 1 a.m. The print boys, after dusting the place dry, found nothing out of the ordinary. No sign of forced entry, no sign of real struggle, and no evidence. Her husband, Reggie Thomas, made the discovery. He claimed that he'd been out all night drinking, returning home around 7 a.m. to find the front door partially open with Geraldine's body lying just inside. The responding Night Watch Blue, Officer Kowalski, pegged his demeanor as somewhere between "I don't give a damn" and "I really don't give a damn." After some brief questioning, Mr. Thomas was allowed to head to his place of gainful employment, the Goodyear Rubber Company. It seems the daily grind waits for no man, even a recently widowed one. Geraldine Thomas, or Miss Jerry as her students fondly referred to her, taught history at Loyola High. She was by all accounts beloved of all, including the staff. One of Loyola's janitors, Billy Clay, actually showed up at the crime scene as the corpse docks were wheeling the Thomas stiff out. Kowalski said he was bawling like a kicked pup. But it was hard to get much out of him, due to the fact that he appeared to be a few smokes short of a full pack, if you catch my drift. The kid's apparently taken the week off, probably crying enough tears to fill the LA basin. He can be found off Weston in Anaheim. He lives there with his mother, Elizabeth Clay, who also happens to be Loyola's principal. Loyola High bears some further investigation. Principal Clay might be able to shed some light on the life and times of Miss Jerry, and put the tax to that bum of a husband. Scare some milk of human kindness out of those shriveled prunes he calls balls. Oh, and one more thing. Upper Brass took a call from Councilman Clarence Ackerman this afternoon. He'd heard through the grapevine about Geraldine's untimely demise and wanted to make sure that LA's finest were doing all they could to bring her killer to swift justice. I don't know about you, but I don't remember the last time a politician gave two shakes about a dead teacher. Something smells, and it ain't the crowd I had for breakfast. Another fun bit of trivia. His wife, Felicity Ackerman, made a substantial donation to Loyola High in the past month. You'll find her at their slick Beverly Hills mansion near the Botanical Gardens. Look lively, boys. Go find me a killer. Okay. Also, Geraldine Thomas, seine Frau. Tot in ihrem Haus. Ihr wurde ziemlich hart ins Gesicht geschlagen, aber Todesursache war Strangulation. Ihr Nacken zeigt irgendwelche Spuren, dass sie irgendwie erdrosselt wurde oder sowas, aber nicht mit dem Ding, was sie hier selber umhatte. Wobei das ist natürlich nur eine Hälfte von so einem Herzen. Man sollte annehmen, dass die andere Hälfte bei ihrem Mann ist. Vielleicht auch nicht. Zwischen 11 und 1 Uhr mittags. Das Mordkommissionsteam hat dort nichts gefunden, keine Signale von erzwungenem Zutritt, irgendwie richtiger Kampf oder sowas, einfach keine Hinweise. Sprich, es war wohl jemand, den sie kannte. Ihr Mann hat sie gefunden. Oh ne, zwischen 11 und 1 Uhr nachts, sorry.
Der Mann war halt die ganze Nacht aussaufen, ist um 7 Uhr morgens wiedergekommen, hat sie dann da hat sie dann da gefunden. Was auch immer ein Ablagerate ist. Von mir wird auch nur eine Person angezeigt im Chat. So, also. Genau, Officer Kowalski. Ach, der Raid vom Ablagestapel. Ich kenne Raids nur von World of Warcraft, da gab es immer die coolen Epics. Oh, jetzt habe ich 2 Leute im Chat. Gute Nacht. Okay. Ja, läuft gut. Die Männer heißt. Ich ahne den Kontext. Haltung, dachte ich mir. Also er hatte irgendwie scheinbar so, naja, meine Frau ist tot, aber interessiert mich nicht oder interessiert mich ganz und gar nicht. Und dann ist er aber wieder rüber zu sein, okay, also er ist hochverdächtig, zu seiner Goodyear Company. Ja, das Tagesgeschäft wartet auf niemanden, nicht mal auf jemanden, der gerade Witwer geworden ist. Ich habe gerade angefangen, gerade aufgebaut, Vorstellung gehalten, also es geht quasi gerade los. Ich rekapituliere mal, was passiert ist. Geraldine Thomas oder Miss Gary. Das Opfer. Hat Geschichte hier in der Lawyer High unterrichtet. Alle fanden sie toll. Janitor? Ist Janitor irgendwie Hausmeister? Scheinbar nicht. Hausmeister, doch. Also einer von den Hausmeistern, Billy Clay, war da am Tatort. Als die Leiche gerade rausgezogen wurde, also rausgetransportiert wurde. Kowalski ist der Offizier. Balling, er hat wahrscheinlich geholfen in Schlossern, wenn ich das hier richtig kontextualisiere. Brüllend, ja. Billy ist hier. Off Western Anaheim. Da lebt er mit seiner Mutter, Elizabeth Clay, die zufällig auch noch die Direktorin ist. Also Billy Clay und Elizabeth Clay. Wenn da so eine Familie drin steckt, ist das ja schon immer sehen gut. Okay, dann gab es da einige weitere Investigationen.
Principal Clay könnte in der Lage sein, ein bisschen mehr Licht auf das Leben von Miss Gary zu werfen. Gute Nacht. And put the tax to the bum of a husband. Scarce some milk of human kindness, also shrewd prudence he calls balls. Von Marcel. Greif in deine Standard-Lego-Box und finde sowas. Und hallo Jokai. Okay, und dann gab es diesen Councilman Clarence Ackerman, der gesagt hat, wir werden alles unternehmen, um den Killer ausfindig zu machen, was den Commissioner hier ein bisschen wundert, weil als ob ein Politiker schon jemals ein toter Lehrer interessiert hätte. Something smells and it ain't the crowd I had for breakfast. Okay, also sie hat irgendwie eine Spende gemacht an die Schule, ist die Frau von so einem Politiker, der gesagt hat, wir untersuchen ihr das Opfer, sie ist die Direktorin, er ist irgendwie, also sie hatten irgendwie alle ein bisschen was mit ihr zu tun. Okay, scheinbar gibt es auch nur die 4 Leute. Also. Hier klingelt seit 2 Tagen ein Wecker ununterbrochen. Wenn man nicht schreiben kann, Wigden ist natürlich das erste. Dann Reggie Thomas.
Okay. Auf jeden Fall noch einen weiteren Zettel. Gut, dann kann ich bei irgendeinem Polizeirevier starten. Okay, ich habe scheinbar 36 Aktionen, um hier irgendwas zu leisten. So, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Okay, gucken wir erstmal. Ich würde gerne hier anfangen und würde gerne mit meiner ersten Bewegung zum Tatort gehen, mit meiner zweiten den Tatort durchsuchen. (90) ist 948. You sort through a stack of papers haphazardly strewn across the kitchen's counter. You know what the pink paper signifies even before you read what's written on it. Mal prüfen. The last embrace. 90. 948. Look at J. Aha, notice of termination of employment. Effective 6 p.m. on March 29th, the LA County School District will no longer require the services of Geraldine Thomas. Sie wurde also gefeuert. Your employment will be blah blah. Pink slip found at the crime scene. Okay, also J ist ihre Kündigung. Spannend. Oh, der Mann ist super unverdächtig irgendwie gerade. Mehr kann ich da aber nicht machen. Also reise ich nochmal hier hin. Move. Und dann möchte ich ihn gerne mal durchsuchen. Das ist Billy Clay. Billy Clay wird durchsucht bei der 27. So, ja, schön mit Rätsel, ne? Wenn ihr schon hier seid. Billy looks confused why you frisk him. Other than some dirt underneath his fingernails, you find nothing of note. Gut, ich glaube, jetzt sind einfach alle meine Things um. Ja.
Dann müsste jetzt theoretisch Tag 11, also noch 11 Tage kommen. Das wird jetzt wohl so ein Billy-Tag. Dann durchsuche ich nochmal die Location. Und zwar ist das jetzt Location Nummer 81. Da finde ich wahrscheinlich auch nichts. Wahrscheinlich sollte ich das nur tun, wenn ich da Hinweise drauf habe. Aber ja, man findet nichts. Dann befrage ich ihn jetzt. Und zwar frage ich ihn erstmal nach dem Opfer. Also frage ich Billy nach dem Victim. Check. Das wäre also 859. I don't want to work at the school anymore if Miss Gary isn't there. She was always kind to me. Ich challenge das. You can tell Billy is hiding something. When you push him for more, he cracks. There was so much yelling at the night. So many people yelling at Miss Gary. That's all you can get out of him. However, he quickly puts his hand over his ears and won't say anything else. You gain 1 leverage over Billy. Gut, und Leverage im Solo-Modus. Was war das? 859. 211. Also in der Nacht haben sie scheinbar super viele Leute angeschrien. Oh, das war's. Gut. Dann frage ich immer nach sich selbst. 794. Dann erzählen die Leute mal ein bisschen was über sich. Billy Clay nach Billy Clay. 470. I worked real hard at Mammoth School, she says. I'm the best sweeper she ever saw. Tja, man will das eigentlich immer challengen, ne? Ne, das reicht mir. Also. Nichts Wichtiges. Aber nicht
Challenged. Das kann kein Schwein lesen, nicht mehr selbst. Dann frage ich ihn nochmal nach ihr, nach der Direktorin, was sie da so zu erzählen hat. Das ist dann D88. Mama heard me scary. She made her cry. I hate my mama, I hate her, I hate her, I hate her. Okay. Da will ich natürlich mehr wissen, aber er sagt wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Gibt einen Stress, weil er hat dann nicht mehr zu sagen. His mama made victim cry. One stress. Pardon. Okay, dann ist der Tag auch schon rum. Dann fragen wir ihn nochmal nach der Kündigung. 636. Mama didn't like me scary. She made her go away. I hate Mama for that. I hate her. Okay, ich glaube, auch da kriege ich nicht mehr raus. Mama didn't. Okay, das reicht mir hier. Ne, komm, wo wir hier sind, fragen wir auch nochmal hier nach dem Mann. Das mache ich einfach von schon so halb gesehen habe. He hit Miss Gary, who hurt her bad. Billy starts to yell. You're a bad man, he's a bad man, bad man. Na, ob du da mehr weißt? Aha. Beneath Billy's anger at Thomas, you can tell there's something he's not saying. He quickly comes clean when you press him for more information. Sometimes I would watch Miss Gary, but one night he saw me and chased me with a bat. But I wasn't lying about him being a bad man. I hope he falls down and dies. Gain 1 leverage over Billy. Okay. Also der Billy fand sie wohl sehr, sehr nett und mochte alle nicht, die sie nicht mochten. Hat sie wohl gestalkt. Irgendwann hat ihr Mann sie dabei beobachtet und hat ihn mit dem Baseballschläger gejagt. Aber er hat nicht gelogen, er ist wirklich ein schlechter Mann. Okay. Damit hat er sich ja schon mal selbst verdächtig gemacht. Hat
Okay. Gestalkt. C hat Bad verfolgt. Okay, dann reisen wir mal hier hin. Und durchsuchen ihn. Zwei, sechs, eins. Thomas is not fully cooperative. You slam him against the wall and he acquired the proper Calpatic attitude. In his pocket you find a business card for E.N. Myers, Confederation Life Insurance, with an address downtown, 45. You give him back the card and let him go. Aha. Lebensversicherung. Das sind jetzt so die Klassiker. Shiny, shiny, bang, bang. Okay. Irgendwie gehen die Tage hier sehr schnell dahin. Aber ich möchte ihn jetzt auf jeden Fall noch befragen, und zwar nach ihm. Also, Reggie Thomas nach Billy Clay. Check. 5, 3, 5. That's the runt that works at Gary's school. He'd lurk around the house like a freak, God knows why. I think he was obsessed with her. Ran off with a baseball bat once. The little Nancy is funny in the head. Ja. Mal gucken, ob er mehr sagt. 986. Der zweite Stress. Bad Story. Okay, das scheint mir aber gerade ein bisschen zu... Ja. Ist noch zu offensichtlich. Ich glaube, es macht Sinn, erstmal zu moven. Und zwar hierhin. Und dann die Location zu durchsuchen. 45, 458. E.N. Myers of Confederation Life happily answers your questions. Yes. Mr. Thomas came in last week and put everything in order for his wife's life insurance policy. Excuse me, where are you going? That's my copy of the policy. Who do you think you are? Stop! You can't just take that. Look at G. Jetzt kommt der große Reveal. Achtung. Aha.
Ihre Lebensversicherung. So. Gut, mehr kann ich da nicht machen, also move ich mal wieder. Ich sneak erstmal ein bisschen around und guck mal, was ich hier so alles in Informationen bekomme. Ich durchsuche erstmal die Schule. Das klingt mir immer gut. Das klingt mir immer gut, ist auch gut in Deutsch. Nummer 19. 743. After interrupting 3 classrooms with an enraged principal dodging your steps, you conclude that Lawyer High does not have anything that will help you in the case. Okay. Dann fragen wir die gute Elizabeth Clay mal. Und zwar erstmal nach dem Opfer. Mal gucken, was sie uns da vorlügt. Ich traue der alten Dame ja sogar zu, einfach gar nichts zu lügen, sondern zu sagen, dass die Kacke war. Mal gucken. Also sagt, she would come to school with bruises on her face and say she had fallen or had an accident. But I knew it was a terrible brute of a husband. Das challenge ich doch mal, weil ich weiß, dass sie keine gute Meinung über sie hat. Da habe ich jetzt mal das Gefühl, also wenn ich da jetzt einen Stress bekomme, dann... Aha! Ertappt. So spielt man das Spiel. Also, there's something on Elizabeth's voice that tells you she's hiding something. You press on her, her true feelings come out. Geraldine kept putting ideas in my son's head. He was so obsessed with her, and it was unhealthy. I wouldn't wish that death on anyone, but I'm not sorry she's gone. Tada! Ein Leverage. Wichtig, immer hier gute Aufzeichnung machen. Tja, wenn ich sie jetzt nach mehr zu ihrem Sohn frage. Ich frage sie mal, das macht nämlich viel zu selten, traditionell über sich selbst. 1118. Und ich challenge das direkt. Education is not what it used to be in the city, detective. The school has come on hard times. They have to run with a firm hand. I do what I must for the children always. Elizabeth bristled when you try to question her further. I'm not sure you think I'm lying about detective. I can assure you I'm telling
The good honest truth. Okay, hat nichts gebracht, aber ich kriege auch keinen Stress, weil ich habe hier dieses Leverage gehabt. Okay, dann frage ich Sie nochmal nach dem Mann. Acht, 7. Geraldine often came to school's bruises, courtesy of a thug of a husband. He is the one who killed you, I'm sure of it. Aha, warum bist du da so sicher? Okay, ein Stress. Das heißt, der wandert einen Tag höher. Sie hat dann nicht mehr zu sagen. Bisher alles noch so ein bisschen. Ich habe auch noch niemand nach dem Necklace gefragt. Fangen wir doch mal bei ihr an. Ich wette, da weiß nichts drüber. Komm, nochmal challengen. Da weiß sie doch was drüber. Okay, also so ins Blaue pushen sollte man nicht. Sie weiß da nichts drüber. Achso, ich habe wie gesagt, so, ich durchsuche sie aber jetzt auch nochmal. Stimmt, meine Aktion vergessen schon. 8, 2, 8. Da wird sie sicher Fuchsteufelswild. Auch schön, wenn man weiß, dass das, was man tut, eigentlich total sinnlos ist. Ja. Okay, aber ich weiß zwar noch nicht wirklich was über die Frau des Politikers, aber das erscheint mir auch gerade noch irgendwie, vielleicht erfahre ich daher, bevor ich zu ihr gehe, irgendwelche ersten Dinge. Felicity Ackerman. 4, 8, 6. Wird auch gechallenged. Erst hat sie gesagt, es ist nicht nur die Frau von dem Typen, den habe ich gewählt. Und jetzt bekomme ich ein Leverage über sie, was immer gut ist. Das hebe ich mir, glaube ich, für später auf. Despite her insistence to the contrary, you're positive she knows who Felicity Ackerman is. It only takes a little push to get the truth out of her. She said that if I fired Geraldine, she would make a very generous donation to the school. Aha.
Elizabeth looks defiant as she says this. I don't know why Felicity hated her, but I didn't care. We need the money, so I let Geraldine go. Mhm. Und damit wird sie doch schon mal gleich noch interessanter. Gut, es ist Zeit zu moven und mal die gute Elizabeth Ackerman zu befragen, aber die botanischen Garten durchsuchen. Egal. Ja, was finde, das würde mich jetzt wundern. Aha. You discreetly eye the posh interior of the house, careful not to upset the councilman's wife with a full search. Peeking in the kitchen trash bin, a glint of brass catches your eye, and when Ackerman isn't looking, you fish out a broken watch. Broken watch. Expensive pocket watch attached to a long chain. The glass is shattered and the watch is broken. The hand points to 11:47. Das würde ja genau in den Mordzeitraum passen. So. Dann durchsuchen wir natürlich nochmal den Verdächtigen selbst. Felicity Ackerman, Nummer 75. If you touch me, I will bring the wrath of City Hall down on you like the fires of Pompeii. You take her at word and decline to search her further. Okay, damit sind wir mehr als halb durch. Also, was wir bisher wissen, er ist so ein bisschen von dem Opfer besessen gewesen, hat sie irgendwie scheinbar gestalkt und fand alle doof, die irgendwas gemacht haben. Der wirkt auch so ein bisschen, als wenn er bei den kognitiven Fähigkeiten ein bisschen eingeschränkt wäre. Ihm ist es alles scheißegal, sagt er hat eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen und die wird dann jetzt so fällig. Sie mag sie nicht so, weil sie irgendwie scheinbar was mit dem Sohn, mit dem Typen hier nicht am Laufen hatte, aber ihnen irgendwelche Dinge erzählt hat, einen Flaus in den Kopf gesetzt hat. Und die gute Felicity Ackerman hat gesagt, wenn du die feuerst, dann gibt es dir eine schöne große Summe Geld. Also macht es jetzt natürlich Sinn, zu fragen, und zwar nach dem Opfer und da auf jeden Fall hart zu pushen. $1097. Ist noch irgendwer da?
Aha, I am not one for gossip, detective, but I heard stories about her. I believe she liked to play it fast and loon with her wedding vows. Look at H. Information. Geraldine Thomas was having an affair. Mit ihm? Spannend. Ja, das channeln wir nochmal, da wird sie sicher noch mehr zu wissen. Game 1 Larridge over Ackerman. Ackerman is hiding some things, so you dig for more and you hit the jackpot. Bing, bing, bing. The truth is, I was there that night. I confronted Geraldine and my filthy cheat of a husband. Tried to catch them in the act. Ah, okay, sie hatte eine Affäre mit ihrem Mann. Felicity composed herself, I suppose I should speak with my lawyer before I answer any more questions, detective. Okay, technisch gesehen ist der Fall damit ja jetzt erstmal klar. Ne? Sie hat sie ermordet aus Eifersucht. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen einfach. Ich habe das Gefühl, ich muss noch ein bisschen weiter pushen. You must identify the guilty suspect, the murder weapon and the suspect's motive. Okay, Motiv haben wir. Eigentlich fehlt jetzt noch die Mordwaffe. Das heißt, ich frage sie auch mal nach dem Necklace. 565. If you're making a pass at me, detective, you're going to need a better gift than that pathetic trinket. No, I've never seen it before. I told you. Okay. Hat sie noch nicht gesehen, gibt einen Stress. Lebensversicherung. Da wird sie ja wahrscheinlich nicht viel zu wissen, da würde ich eher mal nicht stressen, außer es wirkt ein bisschen verdächtig. G. Das hat sie eigentlich gar nichts zu interessieren, oder? Na, das war eigentlich fast klar. Oh, ich vergesse die ganze Zeit. 1. Weiß nicht. Dann fragen Sie auch nochmal nach der Kündigung. Und zwar mit dem Push-Ding hier.
Ja, ne, das ist so die Rache dafür, dass sie mit ihrem Mann was hatte. Aber ich kriege immer keinen Stress. Ich frage mich gerade, was, also offenkundig war sie das. Ja, ich frage sie mal nach der Uhr. 340. Aber die Challenge. Also, from the moment Ackerman opens her mouth, you can tell she's lying through her teeth. A few choice words and she changes the tune. The truth is, I went to the horse house to confront her, my cheat of a husband. I hit him and hit him and hit him, the lying bastard, but all I could break was his watch. We left and come home, and I filed for divorce the next day. She burst into tears. Aha. Also hat sie ihn geschlagen. Haha. Dann move ich mal 1, 2 hier hin. Und dann frage ich ihn natürlich mal nach der Affäre. Das ist GH bei Billy. 6, 7, 9. Billy looks confused. What's an affair? Also natürlich challenge ich da, das wusste ich schon vorher. Weil ich habe ja nicht mehr so viele Sachen. 1008. Wenn das wirklich nicht weiß, ist der wirklich dumm. Also ich kriege ein Leverage über ihn. Mal gucken, ob ich das wirklich kriege. Ich lege ihn hier so drunter. Billy damn well knows what an affair is, and you can read it all over his face. He shrinks back when you turn on him, but he quickly recovers. A dark look crosses his face. Miss Gary went to the park with a man. I followed her there. I saw them. They did naughty things together. Die sind ja gut rumgekommen. Dann müssen wir 1, zack, 2,
3 dahin reisen. Und dann gucken, ob da ich dieses Necklace finden. 6, 2, 5. Aha. Bloody Half Heart Necklace. Also offensichtlich wurde sie in dem Park ermordet, ja. Stranguliert oder irgendwer wurde da stranguliert, wahrscheinlich ja sie. Aber ihre Leiche wurde hier gefunden. Ich meine, wenn irgendwer sie da ermordet hat, hat er ja auch den Schlüssel. Das heißt, sie wurde auswärts ermordet, dann hierher zurückgebracht. Von ihm oder von den beiden? Der Mann ist irgendwie völlig raus. Der Fall ist an sich auch relativ langweilig bisher. I'll be back soon.
der Lösung des Falls immer noch kein Deut näher. Aber wie gesagt, bisher finde ich ihn noch nicht so cool. Ich hoffe, dass jetzt noch irgendwie die große Kehrtwende kommt. Aber also ich gehe dahin mit meinen letzten beiden Move-Aktionen. Dann kommt hier der Tag. Und dann frage ich sie mal nach dem Necklace. Das war I. Blut Necklace. Ihren Mann haben wir ja leider nicht. 447. War irgendwer da? Nö, ne? Und zwar, ich pushe gleich. Question. Ackerman looks at it in disgust. I've never seen it before, and I promise you, the Clarence has better taste than that. He wouldn't give that to his dog. Wird gechallenged mit Dings. Okay, da sie nichts darüber weiß, glaube ich jetzt 1, 2 und dann 3 dorthin und frage ihn nach diesem Necklace. Billy nach I. 1026. Karl, du darfst jetzt hier nicht zugucken, weil das spielen wir morgen. Du darfst das nicht mal sehen. Oh, Karl. Ah! Toll, jetzt muss ich noch einen Fall spielen. Danke, Karl. Nee, du siehst nur, was da an Karten liegt. Und das ist schon zu viel. Aha. 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 Oh, da muss ich ja was lesen. Also. Also steht jetzt auch nicht so eine Stunde. Ich war gerade mal kurz 10 Minuten weg. So lange stand das da. Das glaube ich ihm. Wonach habe ich ihn dann noch nicht gefragt? Okay, letzte Chance, letzter Tag. Ich reise zweimal hier hin und dann befrage ich sie, auch gleich mit der Macht darüber. Stimmt heute. Ich habe einen Wecker, habe ich Gott sei Dank schon gestellt. Du lügst. Bitch.
Na. Okay, jetzt muss ich ein Final Guess machen. Okay, also, ich würde jetzt sagen, es war Dings. Mit. Ich habe eine Karte noch nicht angeguckt, ne? Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Also I. Das ist 2. Und ich würde sagen, das Motiv. Scheint falsch zu sein. Ich prüfe. Oh, das ist das hier. Dann wäre es. Haha! Okay, man muss sich alle Optionen durchlesen. The captain invites you into his office. Congratulations, detective. You've done it. You've solved the case and brought Geraldine Thomas' killer to justice. You've successfully solved the last embrace. Turn to page 21 of the Children's book and read it out loud. So, jetzt dürfen auf jeden Fall alle weghören, die das noch jemand spielen wollen. Was wäre denn hier noch gewesen? Okay. Das hätte man noch wissen können, aber nicht müssen. Moin Ben. Also wie gesagt, jetzt kommt die Auflösung des Falls. Ich kann die einfach leise lesen.
Okay, ja. Alles gelöst. Das war, glaube ich, der langweiligste Fall, den ich bisher gespielt habe. Aber... Also jeder andere hat irgendwie einen coolen Twist oder sowas. Der hier nicht. Oha. Phantasma, der klingt gut. Phantasma klingt richtig gut. You must inspect the guilty suspect, the location the next crime will be committed, and the suspect's motive. Okay, gut, aber das war's für heute. Ich danke allen fürs Zugucken. Das Livestream war tatsächlich nur, damit ich selbst am Ball bleibe. Wenn ich das spiele und nicht den Computer nebenbei habe, mache ich 1000 andere Sachen nebenbei. Das ist ja gerade bei dem Fall hier doof gewesen. Ich glaube, es ist tatsächlich der erste Fall, den ich perfekt gelöst habe. Just in time, ohne Extra Time, ohne Overtime. Einfach gelöst. Ja, gut. Dann sage ich danke fürs Zugucken. Morgen Nachmittag geht es vielleicht weiter. Und sage bis bald und tschüss.